Wusstet ihr, dass in fast jedem Auto, Kochtopf, Türscharnieren oder sogar Laptop Gussteile stecken und dass ihre Herstellung viel Energie braucht? Genau hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. Ich bin Maria Lindner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Werkzeug, Maschinen- und Fertigungstechnik der TU Braunschweig. Und in diesem Tech Talk geht es darum, wie KI die Gießereiindustrie nachhaltiger und energieeffizienter machen kann. Die Gießereiindustrie ist im Bereich Digitalisierung häufig noch in den Anfangsstadien. Ein Bereich, der sich besonders gut für den Einsatz von künstlicher Intelligenz eignet, ist der Kokillenguss. Dabei wird mit einer Dauerform aus Metall, auch Kokille genannt, gearbeitet, was ideal für die Herstellung vieler gleichartiger Teile in Serie ist. Gerade beim Aluminiumguss gibt es noch große Herausforderungen. Der Prozess ist sehr komplex und reagiert empfindlich auf kleinste Schwankungen, vor allem hinsichtlich der Temperatur und Zeit. Weil viele Faktoren gleichzeitig miteinander zusammenhängen, stoßen empirische Methoden an ihre Grenzen. Hier können die Digitalisierung und KI einen jahrtausendenalten Fertigungsprozess noch weiter verbessern. Wir starten zuerst mit den Anforderungen von Nutzenden in Form einer User Story. In unserem Fall der Gießerei wurde die User Story folgendermaßen definiert. Als Gießereitechniker möchte ich von einem KI-Modell bei der Vorhersage von Ausschussgründen unterstützt werden und eine Übersicht über kritische Parameter erhalten, die anzeigen, ob Gussteile den Qualitätsstandard erfüllen, um den Nachbearbeitungsaufwand zu verringern, den Ausschussanteil zu senken und nachhaltiger zu produzieren. Und wie sieht der Kippgussprozess aus? Beim Kippguss wird zunächst die Metallschmelze vorbereitet und auf die Gießtemperatur gebracht. Parallel dazu wird die vorgewärmte Kokille geschlossen und um 90 Grad gekippt. Im nächsten Schritt erfolgt das Eingießen der Schmelze mit dem Gießlöffel über eine Rinne in den Gießtümpel. Anschließend wird die Kokille zurückgekippt und dadurch befüllt. Die Füllung verläuft ähnlich wie beim Befüllen eines Weizenglas und ermöglicht eine gleichmäßige, ruhige Füllung. Innerhalb der Kokille kühlt das Metall ab und erstarrt zu einem Gussteil. Nach Abschluss der Erstarrung wird die Form geöffnet und das fertige Bauteil nach der Abkühlung entnommen. Nach der Entnahme erfolgt eine manuelle Sichtprüfung. Teile, die nicht den Anforderungen entsprechen, werden anschließend zur detaillierten Kontrolle an die Qualitätssicherung übergeben. Typische Ausschussgründe sind Oberflächendefekte wie Kalkläufe, Gefügedefekte, seltener auch Beschädigungen. Hinzu kommen unvollständig gegossene Kokillen und Formfehler. Und wie können Ausschussgründe mit Hilfe von Prozessdaten frühzeitig identifiziert werden? Nach der Definition der Anforderungen in Form einer User Story werden die benötigten Daten von einzelnen oder mehreren Maschinen aufgenommen und über Schnittstellen für die Modellierung bereitgestellt. Mit diesen lassen sich sowohl Prozess- als auch Produktmodelle erstellen, um Energie- oder Qualitätsoptimierungen mit Hilfe von KI zu ermöglichen. Über weitere Schnittstellen können Ergebnisse anschließend in unterschiedlichen Formaten ausgegeben werden, etwa in Dashboards als Meldungen oder in Form einer Web-App. Dadurch wird eine gezielte Entscheidungsunterstützung für die Nutzenden ermöglicht. Was ist bei einer Modellierung zu beachten? Wir brauchen eine hohe Datenmenge. In diesem Projekt standen uns vom Projektpartner Pinterguss Daten mit über 30.000 Gussteilen zur Verfügung. Dabei wurden Temperaturen an verschiedenen Messstellen in der Kokille erfasst, ebenso die Temperatur im Warmhalteofen sowie die Dauer der Vorgänge, zum Beispiel die Gieß- und Kippzeit. Wir haben ein Klassifikationsmodell entwickelt, welches zwischen Gutteilen und unterschiedlichen Ausschussgründen unterscheiden kann. Zusätzlich wird eine Sensitivitätsanalyse eingesetzt, um kritische Eingabeparameter sowie deren Wertebereiche zu identifizieren, die maßgeblich zur Modellentscheidung beitragen. Damit unterstützen die Modellergebnisse die Prozessführung in die Gießerei und tragen zu einer nachhaltigeren Fertigung bei. Diese Arbeiten sind entstanden im Rahmen des Forschungsprojekts Regain, welches für resiliente Automotive-Gießereien durch Einsatz AI-gestützter Assistenten für nachhaltige Prozesse steht. Im Projekt arbeiten wir gemeinsam mit 20 Projektpartnern aus verschiedenen Bereichen wie Gießerei, Forschung, Softwareentwicklung und Verbände an digitalen Lösungen für die Gießereiindustrie. Wir danken dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für die Förderung dieses Forschungsvorhabens. Unsere Kompetenzen aus der Region, für die Region, liegen in der Entwicklung und Anwendung datenbasierter Methoden für nachhaltige Fertigungsprozesse.